Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Könnt ihr euch noch an die ganzen Serverfusionen erinnern? Ist schon wieder eine ganze Weile her, oder? Man hat jetzt lange Zeit nichts mehr gehört, es ist viel passiert in der Zwischenzeit und ich hatte jetzt einfach mal geschaut gehabt aus Zufall gestern, wann ja, mein Server fusioniert worden ist, und es ist tatsächlich auf den Tag genau, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, am 19. 1. war es gewesen, also genau vor einem halben Jahr, ist der Server Fusion 9 ja, released bzw. fusioniert worden. Und ja, das ist schon wieder jetzt exakt ein halbes Jahr her. Natürlich Server davor, da ist es schon, es ist noch länger her, ne? Es gab Server, da ist es vielleicht jetzt noch nicht ganz so lange her, aber auf meinem Main-Server, wo ich jetzt gerade hier mit meinem Main am Start bin, ist das Ganze jetzt genau ein halbes Jahr lang her, und es hat sich wirklich einiges getan in der Zwischenzeit, nicht nur mit dem Game, sondern halt eben auch mit der Entwicklung der Ehrenhalle. Es haben sich halt viele Mega-Gilden fusioniert, nicht nur auf dem Server, sondern auch auf anderen Servern. Es ist eine krasse Mischung geworden. Ja, für viele war das der neue Anreiz gewesen, mit dem Game nochmal durchzustarten. Andere Gilden hat es irgendwo zerstört, weil Gilden, die sich nicht ganz so krass durchsetzen konnten, die wurden dann eben aufgelöst. Es war auf jeden Fall ein wildes Hin und Her, aber es hat definitiv dafür gesorgt, dass die Server nochmal belebter werden. Und ja, im Vergleich zu dem, was wir vorher erlebt hatten, das war eigentlich fast undenkbar gewesen, dass man wirklich fast ausgestorbene, tote Server noch hatte und da nur ein minimaler Bruchteil wirklich an Spielerschaft noch aktiv drauf gespielt hatte. Und dann halt eben jetzt in solche Mega-Gilden auf den fusionierten Servern gejoint ist und sich mit anderen starken Spielern in deren Levelbereich halt eben zusammengeschlossen hat. Ja, bei uns auf dem Server ist hier Horizon die Gilde, die hier ganz vorne auch mit dabei ist. Wir mit Celtic konnten uns halt eben jetzt auf Platz 2 sichern, und denke ich mal, können wir das auch so auf lange Zeit halten, und Slicer und Last Dawn sind hier jetzt die Gilden auf Platz 3 und 4, die sich jetzt wahrscheinlich auch im kommenden Elevator um Platz, ja, ums Treppchen quasi prügeln müssen, ne, weil die sind jetzt von der Ehre her relativ nah beieinander, muss man sagen. Wenn wir jetzt mal auf die Stufe gucken, haben wir hier eine 609er zu einer 573er. Das hat aber nicht so viel zu sagen. Kann auch sein, dass die anderen auf XP gehen und die anderen auf Gold. Ne? Das ist immer nicht so, hat nicht so viel Gewicht, sage ich mal, die Aussage alleine jetzt vom Level her. Ne? Und ja, Horizon hat es tatsächlich auch geschafft, in der internationalen Ehrenhalle ja, sich wirklich gut zu positionieren. So. Die Endgegner sind, ja, muss man schon wirklich sagen, unangefochten auf Platz 1. Die hatten jetzt in der Vergangenheit auch nochmal einen ziemlich starken Zuwachs bekommen an sehr starken Spielern, und ja, können sich diesbezüglich wahrscheinlich auch gegen Horizon gut durchsetzen. Wir können uns sehr gerne mal einen Kampf anschauen. Da kämpft hier jetzt gerade Horizon gegen die Endgegner, also die Gilde auf meinem Main-Server gegen ja, die Gilde von ja, F8, ne, die ja auch ihre eigene History hinter sich hatte, ne, die halt eben auch so, Endgegner war, glaube ich, damals die erste richtige ja, Mega-Fusionsgilde, die aus diesen ganzen Fusionsgilden halt entstanden ist, die man so richtig auf dem Schirm hatte. Klar, es gab davor auch schon andere Fusionsserver, die sich auch schon krasse Gilden wo sie krasse Gilden gegründet haben, aber die Endgegner haben den ganzen hier nochmal wirklich eine Schippe draufgelegt. Ne? Dann kamen die Gods of Light, die auch auf dem Server F8 gespielt haben, wo die Endgegner waren, haben sie dann von Treppchen gejagt, und jetzt haben sich die Endgegner halt eben nochmal weiter vorne positioniert und ja, führen jetzt auf dem Server halt eben auch. Ne? Unter anderem halt eben Giganten wie Scythe hier mit dabei, ne? So der beste Magier weltweit. Ne? Ja, ich will gar keine Namen zu nennen, weil jeder da in der Gilde auf jeden Fall definitiv nennenswert ist, sag ich mal so. Ne?
Und ja, nach wie vor bin ich halt immer noch der Meinung, dass dem Ganzen ein bisschen mehr auf jeden Fall an Aufmerksamkeit geschenkt werden könnte. Ich ja, gehe mal stark von aus, dass jetzt halt eben jetzt in kürzlicher Vergangenheit jetzt deutlich andere Sachen zu tun sind als das, ne? Aber wenn wir uns das mal anschauen hier, ne, dieser Unterschied von Horizon zu den Endgegnern, ich glaube, sie waren bei 42 oder so. Ja, das war schon, 42 Leute, ne, von 50 haben sie jetzt gebraucht, um halt Horizon komplett, zu besiegen, ne? Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wie stark oder wie viel stärker nochmal die Endgegner sind im Vergleich halt eben zu unserer Platz 1 Gilde auf dem Server hier, ne? Und man muss sich das ja schon mal reinziehen, wie stark eigentlich Horizon im Vergleich zu uns ist. Und wir sind ja eigentlich auch schon nicht ohne. Also wir haben ja auch schon sehr viele gute Spieler hier in der Gilde. Celtic hatte sich tatsächlich auch also hat sich nicht fusioniert, aber sie haben auf jeden Fall, also wir, ne, da bin ich ja jetzt hier halt auch drin in der Gilde, wir haben auf jeden Fall auch einige Spieler ausgewechselt, das im Zuge von der Fusion. Das ging hauptsächlich über die Leitung von Bella und hatte da halt eben auch viele Spieler, die halt eben nicht mehr ganz so aktiv gewesen sind, auch rausgejagt. Ne? Was heißt rausgejagt? Oder, ne? War halt eben alles unter Abspruch. Ne? Rausgejagt, einfach so wird hier natürlich niemand. Ne? Aber das ist natürlich alles unter Absprache passiert, ne? Wodurch Celtic auch nochmal deutlich stärker geworden ist. Ne? Also auch von Celtic her würden wir auch schon weltweit gut dabei sein. So, aber es haben sich mittlerweile so viele krasse Fusionsgilden auch gegründet. Zum Beispiel hier Rising Phoenix ist ja auch hier auf Platz 6, hält sich hier auch sehr, sehr gut. Ich gucke hier alle paar Wochen mal rein in die IHOF, was Rising Phoenix so macht und jedes Mal sind die auf Platz 6. Da bin ich ja mit meinem Battlemage zum Beispiel auch drin. Ne? Quasi mein zweitbester Server, den ich so bespiele. Ne? Neben meinem Main halt eben, ne? Mein Second Account. Der zweite, den ich auf Tryhard angefangen habe, ne, und natürlich auch immer noch durchziehe. Also wenn ich irgendeinen Account Tryhard, ne, anfange, dann werde ich den halt auch auf ewig spielen oder halt eben so lange, wie ich das Game halt eben spielen werde. So, ne? Und deswegen hat sich dahingehend auch an meiner Motivation auf dem Server nichts geändert. Und Rising Phoenix, auf dem Server, wo wir spielen, auf dem Fusionsserver, sind wir da auch relativ weit abgeschlagen auf Platz 1, ne? Weil ja da halt eben auch sehr viele Spieler zu Rising Phoenix gekommen sind, die vorher auch in anderen Gilden gespielt haben, ne? Und deswegen auch eine sehr, sehr starke Gilde, hauptsächlich halt eben mit Battle Mages gefüllt, nicht nur, ne? Auch weil auf dem Server auch der Assassin-Server, wo der Assassine gelauncht worden ist, glaube ich, so war das. Auch damit unterfiel in die Kategorie von dem Server, wo Rising Phoenix halt eben spielt. Sind, glaube ich, auch ein paar Assassinen-Starke auch mit dabei. Und haben hier auch leider knapp verloren, ne? Aber halten uns hier wirklich relativ stabil auf Platz 6, muss man mal so sagen. Und so vergeht auf jeden Fall die Zeit, ne? Hätte ich nicht gedacht, als ich gestern das gelesen hatte. Ein halbes Jahr auf den Tag genau schon wieder, wie gesagt, halt zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme, schon wieder her mit den Fusionen. Ne? Also es ist krass wirklich, wie schnell doch die Zeit vergeht und wie man das eigentlich gar nicht so wirklich mitkriegt. So, ne? Guck mal, ich bin ja jetzt auch schon bald Stufe 690, mir fehlt jetzt nicht mehr allzu viel. Klar, wir haben jetzt gerade das Level-Up hier frisch gemacht, ne? Haben jetzt hier im Kalender, wo wir leider auch durch den F9-Server halt eben auch ein paar Tage hinten dran sind, sag ich mal, im Kalender-Level-Up. Haben wir das aber trotzdem auch noch bald vor uns hier, ne? Das heißt, Ende des Jahres, ich denke mal so ungefähr, wird meine Rechnung aufgehen, dass wir Ende des Jahres zum Winter Legendary Dungeon dann halt eben auch Stufe 700 erreichen und damit halt eben uns dann im nächsten LD dann auch komplett endlich mal neu equippen werden. Da freue ich mich schon riesig drauf. Es dauert wirklich nicht mehr lange, ne? Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt schon ein halbes Jahr drin.
auf jeden Fall oder sogar schon mehr. Wir sind ja schon über ein halbes Jahr hier jetzt schon mit dabei, aber auf jeden Fall sind die Fusionsserver jetzt gerade mal ein halbes Jahr am Start. Ne? Ja, Leute, so sieht es auf jeden Fall aus. 500k Intelligenz geknackt, jetzt geht es weiter mit Ausdauer auf die Milliarde ziehen, also es geht auf jeden Fall voran, würde ich sagen, und genau. Wollte ich euch einfach mal wieder einen kleinen Einblick geben, wie es hier momentan so auf dem Server läuft, weil wir in letzter Zeit auch immer viel die neuen Server so zeigen und ja, was da so abgeht, immer viel Level-Gepushe, aber ja, früher hatte ich ja auch immer mich sehr um die eigenen Server auch bemüht und da wird natürlich zwischenzeitlich auch immer noch mal ein Video kommen. Allerdings passiert natürlich auf solchen alten Charts und auf solchen alten Servern jetzt nicht unbedingt bahnbrechend viel. Deswegen ist der Kontrast, denke ich mal, ganz gut zwischen neuen Server mal zeigen, was da so abgeht, bisschen Action und dann halt eben, ja, was hier auf den alten Servern so abgeht, beziehungsweise bei den Late-Game-Accounts. Hier kommt bald die Action, wenn wir Richtung 700 gehen, dann geht es hier auf jeden Fall wieder rund. Und jo, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.